know, we look at these stones around us and we don't think, what are they made of? Und woraus bestehen diese Steine? Wir sehen sie, aber wir wissen nicht, woraus sie sind. Well, most stone on Earth actually is made up mostly of silica. Die meisten Steine auf unserer Erde sind aus Silizium. And silica has memory. It conducts sound. It conducts light. You can store information. Und Silizium hat ein Gedächtnis. Ihr könnt es als Speicher benutzen und es leitet Licht. Silicon technology is the most advanced technology we use today in computers, in satellites. Siliziumtechnologie ist die Hochtechnologie, die wir heute benutzen in Computern, in Satelliten. And the only reason we're not using silica in its original form is because we want to package it into shiny metal boxes so we can sell it to somebody. Und der einzige Grund, warum wir Silizium nicht den größeren Maßstab benutzen, ist, wir verpacken es in kleine, teure Geräte, damit wir sie schön teuer an andere Leute verkaufen können. And the ancients didn't sell it to anybody, so they used silica in its original form, where it's far more effective in the stones. Und die Alten benutzten sie nicht um zu handeln, sondern sie benutzten das Silizium in seiner ursprünglichen Form im Stein. Digital data can be stored in silica and crystals. I'm not sure if you know this, but we can now store digital information in crystals. Digitale Informationen können in Kristallen gespeichert werden. Einige wissen das vielleicht. And crystals can virtually store infinite amount of digital information, trillions of terabytes. Und in Kristallen kann man unendlich viele Informationen, Trillionen von Terabytes speichern. And that's not going to be good for business, so hold on to your crystals. Das ist aber gar nicht gut fürs Geschäft. Also haltet die Kristalle mal schön versteckt vor den Leuten. Because we might see new laws coming out and saying crystals are now illegal. Wahrscheinlich kommen jetzt dann bald neue Gesetze raus, Kristalle sind illegal. So what you're looking at, these ancient sites are actually giant memory banks holding all the information stored in the stones, all the information that it ever captured, the stuff that happened there over thousands, if not millions of years. Jetzt können wir uns vorstellen, dass diese Kristallstrukturen, Steine, aus denen eben die Steinkreise bestehen, nichts anderes als riesige Datenbanken sind, in denen alles aufgespeichert ist, was da in diesen Hunderttausenden von Jahren jemals geschehen ist. And you're going to see some 12-year-old child with an iPhone walk up to Stonehenge, plug it in and download all the information. Wir können uns vielleicht einen 12-jährigen kleinen Burschen mit einem iPhone vorstellen, der Stonehenge anzapft und sich die ganzen Informationen runterlädt. They're giant machines, people. These ancient sites are not calendars. They're not for offering to the gods. They're not there to go sit and zen out. They are giant machines made and built to perform a very specific function. Also diese gigantischen Strukturen sind keine rituellen Opferplätze oder sind nicht nur als Kalender konstruiert, sondern sie haben eine hochtechnische Funktion. Sie sind Energiegeneratoren, Energieerzeuger und Verteiler. And just like our brains, and just like computers, and just like all of technology, they are also activated by light and sound. Und wie jede Struktur, auch wie unser Gehirn, werden diese Strukturen aktiviert durch Licht und Ton. And that is why they are aligned to the movement of the sun. Because the sun actually activates these at different times of the year and says, and on the spring equinox you do this, on the solstice you do that, and so it activates the machine based on where the sun comes in. Und deswegen sind diese Strukturen auf die bestimmten Sonnenrichtungen ausgerichtet, also Sonnenwende, Tag- und Nachtgleiche, weil wenn dann das Sonnenlicht in die Strukturen einfällt, das ist dann wie der Einschaltknopf, wenn eine bestimmte Frequenz aktiviert wird. Where is the flagship among all the stone ruins in southern Africa? Und wo ist das Flaggschiff von all diesen Ruinen in Südafrika? Adam's calendar. Das ist Adams Kalender. And it is. Greg Mutwa told me that he was initiated there in 1937 as a young shaman. Greg Mutwa, der Zulu-Schaman, links im Bild zu sehen hat, erzählt, dass er dort initiiert wurde als Schamane 1937.
You can see my book there, Adam's Calendar. When I showed him this book, he started to cry. He said he thought he'd never see that special place again. Ich habe da mein Buch vor Gregor auf den Tisch gelegt. Ihr seht es da, Adams Kalender, da sind die beiden Kalenderstände abgebildet. Und als er das sah, da brach er in Tränen aus, konnte sich lange Zeit nicht beruhigen und sagte, er dachte, er würde diesen Ort nie mehr in seinem Leben wiedersehen. It is not recognized by our government at all. Es wird von unserer Regierung, der südafrikanischen, in keinster Weise anerkannt. It is known by Zulu tradition or shamanic, African shamanic tradition and African knowledge keepers. It's known as Inzalo Yelanga, or birthplace of the sun. Von den schamanischen, afrikanischen Wissenshütern wird es Inzalo Yelanga genannt, der Geburtsort des Sohnes. Where the gods created humanity, and not just any kind of gods, one specific god by the name of Enki. Wo die Götter die Menschheit schufen und nicht irgendein Gott, sondern ein ganz spezieller Gott mit dem Namen Enki. And you see the connection between ancient African knowledge and Sumerian texts. Bang! Und jetzt seht ihr das Zusammentreffen und Übereinstimmen von afrikanischem uralten Wissen und sumerischem Wissen. Das ist das Gleiche. This is what the calendar looks like today. It's broken completely. So sieht der Kalender heute aus, er ist total ruiniert. The tree on the right is north, the tree on the left is south, and the north-south goes right between the two calendar stones in the middle. Der rechte Baum bzw. die Steinstruktur darunter ist der nördliche Punkt, links an dem Baum der Südpunkt und die Nord-Süd-Linie geht mitten durch die beiden Kalendersteine in der Mitte hindurch. This is a 3D reconstruction. You can see south, north, the stone man that we put back in place, right across the calendar stones, and you see the Horus stone and the 3 stones that line up to Orion's belt. Und hier, wir haben eine dreidimensionale Rekonstruktion gemacht und da seht ihr den Nord- und Südstein und ihr seht hier im Westen unten den steinernen Mann, der leider entfernt wurde und der zeigt dann genau durch die Mitte die Kalendersteine nach Osten und da haben wir den Horusstein und neben dem Horusstein haben wir die 3 Steinstrukturen, die genau ausgerichtet sind auf die 3 Gürtelsterne des Orion. These are just some dates that were given to us by 2 separate astronomers. Hier haben wir 2 verschiedene Daten, die uns von 2 verschiedenen Astronomen zu dem Thema geliefert wurden. But the patina actually tells us a lot more, because this patina grows at a few thousand years per microscopic layer. This is what the rock looks like, and then the patina grows back. But by the time you can see the patina with your naked eye, it's already a few thousand years old. Aber die Patina auf diesen Steinen erzählt uns eine ganz andere Geschichte. Hier sehen wir einen Stein mit relativ frischen Bruchstellen und uralter Patina. Und da ist eine Patinaschicht von vielleicht 2 mm drauf auf der dunkleren Fläche. So when you've got patina growing, when you got patina growing on that top, that tip broke off there, and you got 2 millimeters of patina growing there, you know that that broke off probably way more than 100,000 years ago. Und die Spitze ist vielleicht vor etwas mehr als 100.000 Jahren abgebrochen, weil so eine Patinaschicht wächst in 1000 Jahren ungefähr ein paar μ, also eine mikroskopische Schicht nennt er das. How are we doing on time? Ja, what's about that? 10 nach 11 Uhr. 10 nach 11 Uhr, 10 minutes past 11. So, but the archaeoastronomy is actually by far the most interesting thing about Adam's calendar. Aber die Archäoastronomie ist das interessanteste Thema, was Adams Kalender betrifft. You can see that north-south isn't sitting at 12 o'clock, it's sitting slightly that way. Ihr seht, diese Nord-Süd-Strukturausrichtung ist nicht sauber nördlich ausgerichtet. Das ist ein Bild von Google Earth, das ist hier sauber nördlich ausgerichtet, aber es weicht um wenige Grad ab. You can see north-south there. And that's not magnetic, we're talking true north, not magnetic north. Wir sprechen hier vom wahren Norden, nicht dem magnetischen Norden. And when we measured it, it was out by 3 degrees, 17 minutes and 42 seconds. Und die Abweichung beträgt 3 Grad, 17 Minuten, 42 Sekunden. And that just doesn't make any sense. Das macht keinen Sinn. Because I started getting lost. This has got nothing to do with the 26,000 year precession of the equinoxes.